Ich sehe immer wieder, wie die Community Sounds beim Streamer, ja, ich sag jetzt mal, Sounds triggern. Aber dann gibt es das Problem, ja, die Sounds überlagern sich. Ich zeige euch mal mit dem Firebot, wie man das dort einstellt. Wir machen erstmal das Szenario, wie es eigentlich jeder macht. Wir erstellen erstmal so ein Testcommand oder wir machen 2 Testcommands am besten und machen da einfach mal ein paar Sounds rein, die wir jetzt hier gleich mal abspielen werden. Ich habe auch schon mal was vorbereitet. Sound 1 und Sound 2. Die gehen ja so 10 Sekunden nur lang. Das reicht ja auch in der Regel. Und dann kopieren wir das einmal und machen nochmal Sound 2 draus. Wählen natürlich noch einen anderen Sound aus, damit man auch nochmal den Unterschied hört. So, da wählen wir es aus. Das ist ebenfalls 10 Sekunden lang. Und das Einzige, was wir nochmal ändern werden bei beiden, das habe ich komplett vergessen, Send to Overlay. Also ich liebe es, übers Overlay zu senden und nicht über ein Firebot direkt, weil da müsst ihr über OBS oder mit einem anderen Tool den Sound catchen und das frisst auch nochmal Ressourcen und das wollen wir nicht. So, Send to Overlay, zudem auch. Machen wir auch wieder zu Default. Speichern. So, dann testen wir das einmal. Dann müsste es auf jeden Fall schon mal Sound kommen. Sound 1. Wir kopieren uns das mal. Und machen nochmal den zweiten Sound hinterher. Und dann hört ihr schon, es ist überlagert. Das wollen wir nicht. Ja, es ist gleich vorbei, Leute. Genau, und das kann sich sehr komisch anhören während des Streams. Ja, wir machen einfach eine Queue rein. Wir haben hier so eine Queue-Option und ich habe es schon mal angelegt. Sounds. Wie man sowas anlegt, zeige ich euch mal ganz schnell. Und zwar, ihr macht am besten Custom Delay und dann, ja, Community Sounds oder irgendetwas könnt ihr reinschreiben als Name. Und der Vorteil bei Custom Delay ist einfach, ihr wählt das einfach hier aus und Effect Duration. Ihr guckt einfach, wie lange dieser Effekt ja einfach generell dauert. Da wir jetzt nur den Sound abspielen, sind es 10 Sekunden. Weil einfach die Musik 10 Sekunden dauert. Aber wir wollen noch mal ein bisschen Pause drin haben. Also wir machen einfach mal 12 Sekunden draus. Speichern. Und beim anderen Sound machen wir das ebenfalls. Wir wählen hier einfach mal Sounds aus. Und sagen auch 12 Sekunden, weil der Sound ja ebenfalls 10 Sekunden lang geht. So, 12, speichern. Und jetzt Feuer frei. Wir haben jetzt beides getriggert und es spielt jetzt eigentlich nur Sound 1 ab. Wenn der Sound vorbei ist, 2 Sekunden Pause und dann kommt der nächste Sound. Und da ist er. Mir ist das eigentlich gar nicht. Was man nochmal machen kann zum Beispiel, also ihr könnt ja das für alles Mögliche ja verwenden. Ne? Also ihr könnt ja auch noch Texte reinschreiben, also dass zum Beispiel eine Chatnachricht kommt. Ja, dass ihr sagt, ey, XY hat den Sound abgespielt. Sagen wir jetzt zum Beispiel, irgendwas hat man hier mit User. Die haben jetzt auch nochmal etwas hier geändert. Ich glaube, das war der hier. Hat Sound 1 abgespielt, ne? So, zack. Speichern. Und jetzt machen wir es mal. Oh, das war der falsche Monitor. Spielen wir erstmal Sound 2 ab und dann nochmal Sound 1, damit ihr auch seht, der Chat-Text kommt erst, wenn Sound 1 abgespielt wird. Ihr seht, es kommt noch keine Chat-Nachricht. Zack. Und da ist auch noch die Chat-Nachricht zu dem Sound 1. Ja, das ist einfach. Also ich würde auf jeden Fall überall, wenn ihr Sounds habt, was die Community triggern kann, ne, immer in eine Queue machen. Wie gesagt, auf Customize, Delay und dann habt ihr eigentlich diese Probleme nicht mehr. Also ihr könnt das bei den Commands machen, ihr könnt das auch bei den Rewards machen, ihr könnt das überall reinmachen. Ja, und das war es eigentlich schon. Dann bedanke ich mich bei euch und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst einfach einen Kommentar da und über ein Like würde ich mich sehr freuen.
Schönen Tag und bis zum nächsten. Ciao, ciao.